10 Düfte, mit denen ihr auf jeden Fall auf der Überholspur seid, die zeige ich euch heute. Mit denen kommt ihr einfach gut an. Die kommen überall gut an. Sie sind nice, sie sind obernice, sie sind geil, sie kommen bei den Frauen gut an. Einfach dranbleiben. Moin Freunde, mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg. So, und der erste ist der Aventus, absolut Aventus, whatever. Auf jeden Fall, dieser Duft ist auf der Überholspur. Wenn ihr ihn tragt, dann seid ihr auf der Überholspur. Er ist so und so auf der Überholspur, aber ihr dann auch. Und das ist einfach die schwarze Johannisbeere, mehr auf die Fresse. Richtig schön. Im Background ein bisschen erinnert er einen an Dior Sauvage Elixir. Das heißt so ein bisschen würziger, aber eben auch mit der Aventus DNA und einen sehr nicen Flakon. Richtig cool. Und ja, kostet ein bisschen mehr. Sollte eigentlich limitiert worden sein, beziehungsweise limitiert ist bei mir immer nur, wenn es wirklich nummeriert ist. Also alles, was limitiert ist und nicht nummeriert ist, brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf jeden Fall Fakt ist, oder Faktum, wie ich immer so schon sage, ist, dass es inzwischen eine dritte Auflage oder eine zweite, ich weiß das schon alles gar nicht mehr von denen gibt. Das ist hier die erste auf jeden Fall von den Absolut Aventus und das ist sehr, sehr nice, wenn ihr einen maskulinen, besseren Aventus haben wollt, mit guter Haltbarkeit, schön Fruchtigkeit, maskuliner, einfach besser. Damit seid ihr auf jeden Fall auf der Überholspur und ihr werdet auf jeden Fall die Leute, die den normal tragen, überholen. Dann als nächstes perfekt jetzt für die Jahreszeit Habit Rouge, das Parfüm, aber ja, absolut sinnlich. Eine pudrige, cremige Vanille hier von allerfeinsten. Absolut lecker, mit dem Background von Habit Rouge, also so ein bisschen klar, oldschool sagen viele, ich finde nicht wirklich oldschool, aber für viele ist das eben so. Die Habit Rouge DNA ist also nicht weg bei dem Parfüm, sie ist einfach präsent, sie ist da und ja, sehr, sehr nice. Auch hier habt ihr 9 Stunden was von, schöne Ausstrahlung. Wie gesagt, wenn ihr richtig gute Vanille haben wollt, dann dieser Duft, der passt einfach. Rum, glaube ich, ist auch noch mit drin. Also das ist aber alles so ein bisschen, wenn ich mich nicht ganz täusche, rum, ist aber alles so ein bisschen im Background. Ich finde hier eigentlich die DNA von Habit Rouge und einfach, also so spritzige, bisschen zitrig, aber dann diese schöne Vanille, absolut nice. Habit Rouge von Guerlain, wie ich mal so schön sage, macht das richtig top, richtig nice. Also wirklich einer der schönsten, sag ich mal, Vanille Düfte, die so die Cremigkeit beinhalten. Richtig nice. Dann kommen wir zu einem Chanel-Duft und zwar Bleu de Chanel, aber das Parfüm, Leute, das Parfüm. Ihr habt hier die Spritzigkeit, die DNA von natürlich Bleu de Chanel oder Bleu de Chanel und dann was schön Holziges. Ich finde das Parfüm am besten, weil es einfach auch Männlichkeit ja aussprüht, ja, aussprüht, ne, im Endeffekt. Nein, ihr habt einfach eine maskuline Holzigkeit da drin, denn diese frische, leichte, fruchtige Frische, leichte, süße Frische auch, also nicht, also im Endeffekt dieses Eau de Toilette mit dem Eau de Parfüm, aber dennoch das, ja, das Holzige, das Maskuline dazu. Ich finde, man braucht nicht unbedingt das Eau de Parfüm, weil das ist so das Ding zwischen Eau de Toilette und Eau de Parfüm. Ich habe nur das Eau de Parfüm und das Parfüm. Das ist das, was ihr braucht. Und ganz ehrlich, das ist Chanels letztes Ding, ne? Aber damit seid ihr auf jeden Fall sehr gut am Start und auf der Überholspur. Bleu de Chanel Parfüm ist einfach nice. Dann kommen wir zu so einem Ding, ja, wenn ihr nach Himbeere riechen wollt und nach Leder, nach Weihrauch und ihr wollt einfach perfekt danach riechen, dann nehmt Kinetic Parfüms mit, ja, absolut nice, so oft vorgestellt 2024, ein brachiales Meisterwerk, muss man schon sagen. Das ist ein wirklich 10 Sterne Duft in meinen Augen. Haltbarkeitsjahre auch nice. Wie gesagt, ich muss es nochmal gesagt, ich habe immer neue Leute hier drauf. Ich finde einfach, dass er um einiges besser ist in Tuscan Leather, weil der Tuscan Leather sehr harsch ist und was das Leder angeht, natürlich auch Himbeere, aber da in dem Fall, wenn ihr den gerochen habt, jetzt synthetische ja, Himbeere, dann haben wir den Vidian London, das schon ein Meisterwerk ist, aber ein bisschen mehr Leder hat. Hier habt ihr wirklich alles komplett perfekt zusammengestimmt und Sillage von Kinetic Parfüms ist genial. Eine Vollendung, was dieses Himbeer-Leder-Ding angeht, ist dieser Duft. Wow, müsst ihr testen.
Ja, dann kommen wir zu einem Dior-Duft. So, und zwar das Dior Homme Parfum. Ja, und ich habe diese Version noch rausgenommen, weil es mir scheißegal ist, dass es jetzt der 25er Version geht. Das Video habe ich gemacht. Ich habe den auseinandergenommen und ich bin absolut erschrocken. Und ihr könnt den ja noch kaufen. Also man findet ihn im Netz, man wird ihn auch, was weiß ich wo noch finden. Solange das Ding, oder solange der nicht komplett weg ist, werde ich diesen Duft vorstellen. Ich werde ihn auch so vorstellen, ist mir egal. Das ist das Meisterwerk und das beste Parfüm oder Designer-Parfüm, das es je gab. Und das wurde jetzt komplett zerstört von Dior in irgendeinen süßen Duft, komplett mit denselben Namen nochmal, für die Leute, die es nicht verstehen. Hätte er einen anderen Namen bekommen, Dior Homme Parfum Elixir, wäre mir das egal. Aber du kannst nicht einen Duft, ein Meisterwerk komplett anders machen und das genauso nennen und dann kauft, guck mal, wir kriegen das mit, aber die Leute da draußen, wenn einer den immer getragen hat, der holt sich, ist leer und dann will er auf einmal einen Laden, riecht natürlich gar nicht. Ne, er sieht nur, okay, neuer Flakon, riecht gar nicht, kauft sich den, so ein älterer vielleicht, kauft sich den, obwohl es muss nicht mal älterer sein, kauft sich den und dann riecht er auf einmal ganz anders und hat dann 150 Euro ausgegeben für irgendeinen süßen Duft, den man auch anderweitig kriegen kann. So, das geht nicht, Dior. Und das ist der Punkt, was sich triggert. Und ja, Dior Homme Parfüm auf jeden Fall einer der besten Designer. Das ist einfach pudrige Iris mit Rose, Leder. Es ist absolut nice. Absolut geil. Damit seid ihr, wenn ihr den tragt, auf jeden Fall auf der Überholspur. Dann haben wir den neuen Le Male Elixir Absolut. Ja, ich habe tatsächlich den Absolut genommen, weil er ja der bisschen Erwachsene jetzt geworden ist. Das normale Elixir, was sehr, sehr nice ist und ist süß, geile Vanille, Fruchtigkeit, aber auf die Fresse. Und hier haben wir noch was schön Pudriges und es macht ihn alltagstauglicher, vor allen Dingen im Büro und irgendwie auch vielleicht sogar männlicher. Ja, ein Le Male ist männlicher in dem Fall. Richtig schönes Teil geworden, muss ich sagen. Preislich natürlich nicht. Haltbarkeit müssen wir nicht vernehmen, ist gut. Und das ist Jean Paul Gaultier, aber der Elixir, den ich übrigens auch ein Einzelvideo zugemacht habe, schaut euch gern an, dann erzähle ich ein bisschen länger über diesen Duft. Mit einem goldenen, kompletten Flakon. Sehr, sehr nice und ja, sehr, sehr geil und auch sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, das Elixir Absolut solltet ihr mal testen. Und dann kommen wir zu einem Zara-Duft und der ist günstig. Supreme Vanilla. Ich hoffe, dass es den noch gibt, da gehe ich von aus. Da seid ihr auf jeden Fall auch auf der Überholspur. Erstmal, was den Preis angeht und von dieser Vanille, die würzig, karamellmäßig Vanille, richtig schön süß, aber gut abgestimmt ist für den Preis und das, was da Zara ein bisschen auch angekugelt, also ein bisschen rauchig auch, was da Zara gemacht hat, muss ich sagen, ist perfekt. Man muss schon sagen, das ist perfekt, deswegen habe ich ihn reingenommen, damit seid ihr auch auf jeden Fall jetzt auch auf der Überholspur und dann habt ihr Dampf, ihr habt einfach Dampf und der hält auch gut. Eau de Parfum Supreme Vanilla von Zara für 20 Euro, glaube ich, 100 ml und wirklich Vanille, tiefe Vanille, würzig, dunkel gehalten. Ein bisschen, aber was halt bisschen, schon ein bisschen süß, aber eben auch rauchig, ja, Supreme Vanille, sehr geil. Und dann kommen wir zu, ja, Yves Saint Laurent Myself. Und Myself ist ein Duft, das ist das Eau de Parfum, das wirklich so gut ankommt bei den Ladies da draußen, im Büro und so weiter und überhaupt. Das ist richtig... Oh, das ist richtig guter Shit geworden. Richtig nices Teil. Ich finde das richtig gut. Ich finde auch das gut, weil es eben auch die Frische hat. Nicht das, bei den Le Parfum, glaube ich, ist es cremig geworden. Ist auch gut. Aber hier haben wir noch die Frische. Und ihr wisst, Frauen mögen frische Düfte, blaue Düfte. Und hier haben wir dann noch die Fruchtigkeit und die Süßigkeit, genau. Die Süße dazu. Und dann kommt dieser einfach perfekt. Und er hat eine 8 Stunden Haltbarkeit. Was wollt ihr mehr? Man wird angesprochen, einfach auf der Straße. Vor allen Dingen, wenn es auch kälter ist, ist dieser Duft jetzt. Probiert den mal, wenn ihr den habt vielleicht. Jetzt, wenn es kalt ist, testet den mal jetzt. Geil, absolut geil. Also, ja, Myself, geil. Von Yves Saint Laurent. Habe ich was Falsches gesagt? Yves Saint Laurent, oder habe ich gar keinen Namen gesagt? Egal, auf jeden Fall Yves Saint Laurent, Myself, Eau de Parfum, absolut geil jetzt. Ja, lustigerweise habe ich dann hier noch ein Yves Saint Laurent, und zwar den Y Eau de Parfum. Wenn wir denn schon reinhauen, dann hauen wir richtig rein. Yves Saint Laurent hier, synthetisch, weit mehr synthetisch als der Myself eben. Aber hier haben wir auch so eine Frische und
Auch der kommt sehr, sehr gut an, aber synthetisch, richtig hardcore. Aber ab und zu brauche ich das und der kommt auch richtig gut an. Der Ingwer, leicht süße Ingwer, der hier im Background ist, passt. Und der Y, ja, macht mir Spaß. Das ist die erste Auflage. Ich hoffe ganz ehrlich, dass sie den nicht bis jetzt irgendwie verändert haben, weil irgendwie muss der so sein. Der muss synthetisch sein, der muss so riechen, der muss brachial sein. Und ich finde einfach die beiden, wenn ihr die beiden habt, ganz ehrlich, dann habt ihr, ihr kommt einfach, das erstmal ein ganzes Jahr tragen könnt ihr die Düfte und dann seid ihr durch. Überholspul, Fast Lane, absolut geil. Was wollt ihr mehr? So, und zum Schluss kommt der Duft. Im Moment wurde er immer noch nicht. Also die anderen, es kommen so Düfte, die sind nah dran, aber es dauert noch ein bisschen, weil mit dem Duft habe ich einfach am meisten Komplimente bekommen. Prada Luna Rossa Sport. Die Version, ihr kriegt die auch wirklich noch überall irgendwo. Inzwischen, ich habe immer noch nicht die neue Version gerochen. Die soll sich nicht so groß unterscheiden, nur ein bisschen, ich glaube, es ist ein bisschen fruchtiger und vor allen Dingen die Haltbarkeit und die Performance soll besser sein. Also muss ich mir noch mal angucken, aber ich habe den hier und ich habe noch einen Restflakon von den anderen. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte. Ich habe immer schon die Prada Luna Rossa Sport seit Jahren gesagt, nach oben, der Beste aus der Reihe. Nein, die anderen und so weiter, der Black, dies. Und jetzt irgendwie sehe ich ja so, dass viele oder auch den Vorstellen mal, das ist geil. Die Fruchtigkeit, so im Hintergrund 5%, 8% Lemal-Style, riechen ja welche, aber das ist auch nicht mehr. Und ganz ehrlich, das ist einfach ein Duft. Prada macht einfach auch Düfte, die gut ankommen. Das sieht man auch an den Prada L'Homme und so weiter. Prada weiß es auch, wie es geht. Im Endeffekt wie Yves Saint Laurent und so weiter. Und ja, Prada Luna Rossa Sport sieht jetzt nicht mehr so aus, sondern so, ne? Und dann seid ihr gut bedient. Yes! Also Leute, schreibt mal runter, mit welchen Düften seid ihr auf der Überholspur? Das würde mich interessieren. Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Lasst mir gerne ein Super Thanks da für die Leute, die das machen. Vielen lieben Dank. Ne? Man muss auch mal, ne? Wir haben so viel Arbeit hier. Ich habe so viel Arbeit. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit das ist für die Leute, die das nicht wissen. Und so. Und wie gesagt, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr dabei seid. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.